Streets of Berlin. Mein Name ist Marcel Bündner. Ich bin geboren 1989 in Schwetzingen und lebe jetzt seit 11 Jahren, fast 12 Jahren auf der Straße. Ich bin trocken seit 1,5 Jahren. Ich sag's mal so. Dadurch wird der Hirnfick ein bisschen größer. Leider. Aber man kommt durch. Ja, also muss ich ehrlich sagen, wenn man gute Menschen trifft und kennenlernt, dann hat man auch keine Probleme. Was ist dein Statement zu der Armut in Berlin? Hier gibt es viele arme Schlucker, die so rumrennen, die irgendwo schlafen und so weiter. Ja, man trifft sie überall und kann eigentlich auch nicht unterscheiden, sind die wirklich arm oder hängen die da nur rum irgendwie. Und wenn man U-Bahn fährt, ist das auch ein schönes Erlebnis. Muss man am besten so viel Kleingeld in der Tasche haben, wie man, keine Ahnung, ja, aber es gibt viele, die arm dran sind, absolut. Und wenn es dann so kalt wird, dann denkt man natürlich auch so dran. Ganz häufig, dass ich nach Hause komme und sage, Gott, hast du das schön, ja? Ja, ich finde das furchtbar. Also ich spende auch immer, wo ich kann und versuche auch, bei mir im Haus wohnen viele ältere Leute, die, glaube ich, auch sehr wenig Geld haben. Ich da schon auch dann ein bisschen versuche zu helfen. Das Einzige, was ich von der Armut in Berlin bisher mitbekommen habe, war eigentlich gerade eben so ein Obdachloser, der Obdachlosenzeitung in der U-Bahn verkaufen wollte. Ja, also ich finde, das erste Problem, was man hat, ist, man weiß nie, ob das jetzt wirklich ein Heuchler ist oder ob das jemand ist, der wirklich Hilfe braucht. Und daher kann man da nicht so direkt drauf zugehen. Ich glaube, materiell geht's Deutschland sehr gut. Ich glaube, Berlin geht es materiell sehr gut. Und ich finde dieses Statement arm aber sexy eigentlich ziemlich idiotisch. Aber Wobereit ist ja abgetreten. Ich glaube, dass es den meisten Menschen, denen es materiell relativ gut geht, vielleicht geistig oder seelisch nicht unbedingt gut geht, weil sie die falschen Sachen wollen oder weil sie sich keine Gedanken darüber machen, was sie wollen und warum sie das wollen. Also, aber ich denke, Deutschland ist ein sehr lebenswertes Land, was das angeht immer noch. Ey, es ist nicht nur krass mit der Armut, es ist auch krass mit der Gegenseitigkeit. Weil hier beklauen sich die Obdachlosen gegenseitig. Ehrlich. Hier beklauen sich die Obdachlosen gegenseitig. Das ist der Hammer. Die schlimmste Erfahrung, die du gemacht hast auf der Straße? Dass mein bester Freund gestorben ist. Dem habe ich 3 Jahre lang Platte gemacht. Was kann man denn allgemein gegen das Thema Obdachlosigkeit und Armut in Berlin machen? Wie kann man da helfen? Natürlich gibt man Geld. Ich glaube, die meisten Leute geben ab und an mal Geld, manche etwas öfter, manche etwas weniger. Und das ist sicherlich nicht schlecht. Aber ich glaube, das Individuum hat da gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist eine systemische Frage, die man irgendwo lösen muss. Was aber auch viel mit bestimmten propagierten Stigmata zu tun hat. Ja, man kann natürlich irgendwo was spenden oder sonst irgendwas machen. Also ich finde das einfach, das was jetzt so passiert, so diese Gegenstimmen, also ich finde das so schrecklich. Die Obdachlosigkeit begegnet einem ja ständig. Ich meine, alles zentriert sich irgendwie auf Berlin, ne? Viele kommen halt nach Berlin. Ja, ist einfach, weil das eine große Stadt ist, die alle anzieht. Mir fällt es immer sehr schwer zu differenzieren, ob das individuelle Obdachlosigkeit ist, weil der oder die Obdachlose sich daran gewöhnt hat oder mit den Strukturen glücklicher ist als mit normalen Strukturen. Ich glaube aber schon, dass die Bürokratie es relativ, also unnötig schwieriger macht, eine Bleibe zu finden, als es vielleicht notwendig ist. Andererseits hat ja jeder das Anrecht irgendwo auf Obdach. Ich kann aber jetzt nicht beurteilen, wie viele von den Obdachlosen wirklich obdachlos sind, weil sie nicht mehr anders können. Kann man auch nicht so pauschalisieren. Manchmal können die Leute was dafür, manchmal liegt es an der Politik, manchmal liegt es am System. Ich will da niemanden verurteilen, deswegen muss man da eigentlich sehr unspezifisch antworten, weil sonst trifft man die Falschen und dann fühlen die Falschen sich irgendwie falsch behandelt. Sollte man unterstützen. Unterstütze ich teilweise. Also ich habe auch schon mal das ein oder andere Mal so ein Lunchpaket gepackt mit ein paar Bananen, Brötchen und Getränken und das dann an 2, 3 Obdachlose verteilt. Die haben sich auch äußerst gefreut. Ja, gerade jetzt im Winter. Also ich wollte jetzt mal, falls es irgendjemand sieht, einen Aufruf an alle, macht es ruhig. Es kommt euch vielleicht ein bisschen komisch vor, aber packt euch einfach mal eine Tasche, schmiert ein paar Brote,
ein paar Bananen, ein paar Äpfel rein und dann geht auf die Straße, sucht euch ein paar Leute, die aussehen wie Obdachlose und ja, händigt ihnen das Ganze aus, wünscht ihnen noch ein schönes Weihnachtsfest oder generell einen schönen Winter und dass sie gut über die Runden kommen und ja, einfach mal ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Ich glaube, wir haben sonst nicht so viele und ja, einfach halt eben die Liebe verteilen, auch gerade weil Weihnachten ist. Gucken, dass man auf jeden Fall mal, wenn man auf der Straße ist, sein Leben wenigstens irgendwie dann noch reicht. Ich sag's ja so, ey, wenn man jemand mal mit Fuffi in die Hand drücken würde, dann hätte ich spätestens morgen drüber einen Ausweis. Ich kann ja nicht aufs Jobcenter gehen. Ich kann mir da kein betreutes Wohnen oder sowas dann anbieten oder so. Oder ich kann nicht nach meinem betreuten Wohnen gucken. Was sind deine Vorsätze für das neue Jahr? Also ich versuche so ein Mensch zu sein, der Vorsätze nicht ins neue Jahr verschiebt, sondern die gleich in Angriff nimmt. Ja, gesund bleiben, Sport treiben. Mich weiterentwickeln, karrieretechnisch, persönlich. Aber es wäre ganz schön, sich den ganzen Scheiß, den man gerne hat, auch mal leisten zu können oder selber leisten zu können. Abgehen, also im Leben vorankommen, das ist eigentlich generell ein Vorsatz. Und nach Berlin ziehen, das steht für nächstes Jahr auf dem Programm. Das ist genauso wie Weihnachten. Also ich finde, man muss sich nicht direkt an Silvester Vorsätze machen. Es gibt ab und zu auch so Momente, dann sage ich, okay, ich will irgendwas verändern und verändere das. An Silvester verinnerliche ich mir nochmal die Sachen, die ich mir vorgenommen habe über das Jahr und versuche die nochmal so zu resümieren, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht. Von daher würde ich sagen, große Vorsätze treffe ich nicht. Ich versuche nur Bilanz zu ziehen und eventuell dann daraus gehen zu planen. Was ist das neue Jahr für Wohnung und auf jeden Fall gucken, dass ich auf die Beine komme wieder. Was bedeutet Weihnachten für dich? Weihnachten bedeutet für mich ja, ein Fest mit der Familie, ja, nettes Zusammensein. Ja, ich treffe mich mit Freunden, aber das hat jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun. Also einfach freie Tage und nett zusammensitzen, kochen, vielleicht eine Ausstellung anschauen. Ich dekoriere auch überhaupt nicht. Zeit mit der Familie verbringen. Ja, also ich finde Weihnachten, ich meine, Jesus ist ja nicht an Weihnachten geboren, von daher ist allein schon der Gebrauch oder der Grund, warum wir Weihnachten feiern, ein bisschen falsch. Also ich bin nicht so der Weihnachten-Fan, jetzt auch nicht so krass der Antipath, aber einen großen Bedeutungswert hat es jetzt nicht für mich. Das Fest der vorgeheuchelten Liebe. Weil gerade an Weihnachten halt eben immer diese Liebe, das Familienleben, alles zelebriert wird und ich finde eigentlich, das sollte das ganze Jahr über getan werden. Das ist ähnlich wie Muttertag. Also meine Oma zum Beispiel, die hatte immer ein Problem damit, wenn man ihr an Muttertag dann Geschenke macht, statt das permanent und dauernd halt eben so zur Hand haben und von daher, naja, nee, es ist mir einfach zu kommerzialisiert das Ganze. Natürlich, es gibt Leute, die halten diesem Brauch und diesem Glauben fest und zum Beispiel mein kleiner Bruder, der findet es, der kennt das Christkind und so und der glaubt ja auch richtig dran und da versuche ich das Spektakel ein bisschen zu unterstützen. Aber letzten Endes fühlt sich alles auf Coca-Cola zurück und diese ganze Kommerz-Schauspielreihe da. Ja, Weihnachten bedeutet für mich gar nichts mehr. Wie hast du denn früher Weihnachten zelebriert mit deiner Familie? Obwohl du nicht auf der Straße warst. Ey, richtig geil eigentlich. Ey, das waren die geilsten Weihnachten, wo ich gehabt habe in meinem Leben. Weißt du, immer mit der Familie zusammen, alle immer zusammen, immer Familie. Das habe ich so vermisst. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ja, Frieden. Das wäre schön. Dass wir uns alle verstehen, dass wir alle gesund bleiben und dass wir uns alle auch mal außerhalb von Weihnachten oder irgendwelchen Festlichkeiten treffen. Ja, besseres Wetter. Das wäre auf jeden Fall mal ein Anfang. Nicht im Sinne von Schnee, sondern im Sinne von kein Regen. Ich will nächstes Jahr ins Ausland, nach Südafrika, bei so einem freiwilligen Projekt mitmachen. Und deswegen wünsche ich mir da ein bisschen Spenden zu Weihnachten, dass ich in Südafrika spenden kann. Zeit für Besinnlichkeit und Reflexion. Materielle Wünsche gibt es ja genug auf der Welt. Ne? Wünschst du dir etwas Besonderes zu Weihnachten? Was wünschst du dir? Dass wir mit deiner Familie zusammen sein.